Auch heute wieder live und in Farbe aus München. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. In diesem Video heute geht es um den Immobilien-REIT Gladstone Commercial Corporation. Gladstone Corporation wurde 2003, also vor 20 Jahren, von David Gladstone gegründet. Ja, und sollen wir diesen REIT jetzt kaufen oder nicht? Das ist die Frage. Also, ich erkläre euch das anhand von aktuellen Neuigkeiten. Es gibt wichtige Neuigkeiten. Seit Anfang August hat Gladstone wieder neue Zahlen veröffentlicht und anhand von Bewertungskennzahlen und auch Risiken, die daraus entstehen, erkläre ich dir, welche Entscheidung ich getroffen habe. Und es geht auch schon los. Schaut euch das Video an bis zum Schluss. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen. Wunderbar, dass ihr wieder mit dabei seid. Und es freut mich sehr. Es gibt hier heute ein Video zu dem Thema Gladstone Commercial. Gladstone Commercial ist ein Immobilien-REIT, der eben bestimmte Immobilien und Büroflächen an Unternehmen weitervermietet. Und der Gründer ist der David Gladstone. Ich bin hier also auf die Webseite von Gladstone Commercial gegangen und dann kann man hier das Team aufrufen und das ist das Executive Board, was hier beschrieben wird. Und dann gibt es natürlich verschiedene Personen und Funktionen. Und der Gründer ist also auch der Namensgeber, nämlich David Gladstone hat 2003 diesen REIT gegründet. Und ja, das sieht hier sehr interessant aus. Die haben hier langjährige Erfahrung. Seit 2003 ist hier dieses ganze Board schon immer mit dabei. Das kann natürlich auch Vor- und Nachteile haben, weil momentan haben wir ja eine interessante Situation mit den steigenden Zinsen. Die Büroflächen können nicht wirklich vermietet werden und daraus ergibt sich also eine bestimmte Gemengelage. Und aus meiner eigenen Erfahrung, was ich hier berichte in diesem Video, also es ist keine Anlageberatung, bitte Disclaimer beachten, auch am Ende dieses Videos. Also ich zeige euch mal die Gladstone Commercial Corporation hier im Überblick kurz. Es ist ein sogenannter Immobilien-REIT mit monatlicher Dividendenzahlung. Hier mal im Überblick, ich habe das so ein bisschen zusammengefasst. Die sind natürlich tätig in der Immobilienbranche und sie haben 74 Mitarbeiter aktuell und die Gladstone Commercial Corporation hat eine eigene Webseite. Es gibt aber, wie so oft bei den Unternehmen, auch eine Investoren-Relationship-Webseite, die seht ihr hier angemerkt und sind notiert an der Börse Nasdaq und haben Börsenkürzel GOOD, also gleich gut. Börsenwert ist ungefähr 0,489 Milliarden Euro aktuell. Aktienkurs liegt momentan bei 12,14 Euro. Der REIT ist sparplanfähig bei verschiedenen Anbietern wie Consorsbank, Trade Republic und andere. Die Dividendenrendite ist 9,81% aktuell, also runden wir mal auf, fast 10%. Und das Ganze monatlich, das heißt 12 Auszahlungen im Jahr. Es gibt leider keine Steigerung, es gibt eine Senkung der Dividende, die ist nämlich im Januar um 20% gesunken. Und ja, die anderen Werte seht ihr hier, minus 20%. Ich habe das zusammengefasst von der Seite aktienfinder.net. Was ist das Geschäftsmodell von der Gladstone Commercial? Es ist also ein sogenannter Immobilien-Investment Trust, der sich mit Investitionen und dem Besitz von vermieteten Industrie-, Gewerbe-, Einzelhandelsimmobilien und Büroimmobilien, aber auch der Vergabe von langfristigen Industrie-Hypothekendarlehen und Gewerbehypotheken befasst. Das Portfolio umfasst Gewerbe- und Industrieimmobilien sowie Immobilien im Medizinsektor mit Einzelmietern in den USA. Hauptanliegen des Unternehmens ist die Ertragserzielung aus diesen Mietobjekten, also ein Real Estate Investment Trust, ein sogenannter REITs. Manche sagen REITs, keine Ahnung. Stand 2023, Mitte des Jahres, 136 Immobilien in 27 Staaten in 110 verschiedene Mieter umfasst. Also ist doch gut diversifiziert. Und seit dem Börsengang 2003 ist also das Portfolio beständig gewachsen um 18% pro Jahr, sagt also die Gladstone Commercial selbst auf der Webseite. Und seit Januar 2011 haben sie die Vermögenswerte sogar verdoppelt und aktuell ist der Vermietungsgrad 96 und war nie unter 95%, aber die Tendenz geht momentan nach unten. Man nennt es also einen diversifizierten Net Lease REIT und das ist also die genaue Bezeichnung von der Gladstone Corporation.
So, jetzt kommen wir aber zum wichtigen Teil, nämlich die Bewertung. Das Ganze war ja jetzt nur Vorspiel. Wer also die Gladstone schon kennt, dem war das jetzt bekannt. Ich habe mir zwei Bewertungskennzahlen herausgesucht und eine davon ist also das Price-Earnings-Ratio oder auf gut Deutsch KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und es ist also eine Kennziffer, die den aktuellen gegenwärtigen Preis der Aktien des Anteilsscheines zur momentanen Ertragskraft, nämlich dem Gewinn oder auch Verlust, wenn es den gibt, hier bewerten kann. Und dann ist halt die Aussagekraft, wie ertragsstark ist ein Unternehmen. Und das KGV oder PE-Ratio ist bei der Good aktuell negativ. Ich zeige euch das kurz. Wie ihr hier seht, habe ich mal das KGV bei der Gladstone Commercial Aktie aufgerufen und tatsächlich ist das negativ, weil sie aktuell einen Verlust erwirtschaften. Das sagt jetzt natürlich nicht so viel aus, außer dass das dem Unternehmen von den Einnahmen her, vom Gewinn her nicht so gut geht und das hat natürlich auch weitere Gründe. Kommen wir zur nächsten Kennzahl und zwar ist die zweite Kennzahl der sogenannte FFO und das nennt sich Funds from Operations. Was ist das? Das ist also der Überschuss auf den Cashflows, auf den Geldflüssen, den Einflüssen, den Flüssen, die das Unternehmen an Kapital einnimmt, basierend. Und die Abkürzung steht also für Funds from Operations, FFO. Es handelt sich um Cashflow-orientierten Überschuss aus dem operativen Geschäft, welcher in dem Fall also Vermietung von Immobilien und Hypothekendarlehen und der wird wiederkehrend erwirtschaftet und steht also dann, dieser Gewinn, wenn es einen gibt, steht für Ausschüttung oder Investitionen zur Verfügung. Also diese Funds, diese muss man sagen, stehen dann für Ausschüttungen und Investitionen zur Verfügung, zum Beispiel für eine Dividendenausschüttung oder für weitere Käufe von Gewerbeimmobilien könnte jetzt also auch die Gladstone hier Investitionen tätigen. Wie ist die Bewertung bei des FFO bei unserer Aktie hier? Der FFO liegt aktuell bei 0,78 Dollar und das Unternehmen hat je Aktie 0,6 US-Dollar pro Aktie ausgeschüttet und das gibt also eine Ausschüttungsquote von 77% aktuell und das heißt also ein Großteil dieser FFOs gehen schon mal in die Dividende hinein. Das bedeutet aber auch, dass etwa 3,7 Millionen Dollar zur Verfügung standen, um Schulden zu tilgen oder neue Immobilien zu investieren. Das Ganze könnt ihr auch finden in der Investorenpräsentation aus dem Quartal 2 2023 auf der Seite 9. Es gibt Konsequenzen, nämlich dadurch, dass das Cashflow-Wachstum sinkt durch auslaufende Mietverträge, die 2024 dann auslaufen und erneuert werden müssen. Und wahrscheinlich, weil das wissen wir natürlich jetzt noch nicht genau, es liegt ja in der Zukunft, kann es sein, dass die Mieteinnahmen aber sinken. Und in diesem Segment für Büroflächen ist das natürlich dann ein Problem und könnte zu sinkenden Einnahmen führen. Und dann ist natürlich Druck da, Druck auf Investitionen oder eben auch wieder auf die Dividende, so gekürzt wird. Aber ich fasse euch die Risiken jetzt mal genauer noch zusammen. Also Risiko Nummer 1. Aktuelle Methoden der Bilanzierung sind kritisch zu bewerten. Ja, was ist da passiert? Sie mussten also durch diese Umstellung ihr Betriebsergebnis korrigieren und sie haben da in der Bilanzierung Sachen umgestellt und das findet ihr auch dann in dem Quartalsbericht hier. Und es gab einen höheren einstelligen Millionenbetrag. Das ist jetzt natürlich nicht so, wie soll man sagen, das ist vielleicht noch nicht so kritisch, aber es ist ein Millionenbetrag, ein höherer einstelliger Millionenbetrag, der hier nach unten korrigiert werden musste. Dann haben Sie sogenannte Tenant-Funded Impairments. Ja, was ist das? Das sind quasi Instandhaltungsmaßnahmen oder auch Aufwertungen der Immobilie, die aber Gladstone sich bezahlen lässt. Und man könnte das im Deutschen mieterfinanzierte Wertminderung nennen, sind aber keine zahlungswirksamen Einnahmen. So sind die auch nicht verbucht worden. Und diese Einnahmen stehen natürlich dann nicht zur Verfügung für Schuldentilgung oder Finanzierung von Dividenden. Das ist schon mal eine besondere Art und Weise, die jetzt im Q4 2022, aber auch im Q1 2023 in der Bilanzierung
auftaucht und das könnt ihr auch direkt dort hier nachlesen. Weiterhin ist also keine große Transparenz des Cashflows vorhanden. Es ist also in diesem Bericht schwierig herauszulesen, wie der Cashflow tatsächlich liegt und welche Werte wir da haben. Also das ist schon ein bisschen seltsam. Zweites Risiko, steigende Leerstände bei Büroflächen. Wie ihr wisst, ist immer noch ein großer Druck bei den Büroflächen im Markt, weil sie nämlich viele Leute noch Homeoffice machen und dadurch die Unternehmen in den USA nicht mehr so viel an Bürofläche nachfragen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Citrix, das IT-Unternehmen Citrix, das hier 2016 einen Mietvertrag mit der Gladstone Commercial hat und das könnt ihr auch in diesem Bericht genau nachlesen und der wird aber ist jetzt dann ausgelaufen und da müsste die Gladstone eben schauen, dass dieser Mietvertrag, diese Flächen erneuert werden und mit Mietern wieder besetzt werden. Also steigende Leerstände aktuell. Und in Zahlen, es gab ja eine Wertminderung in Höhe von 18,9 Millionen US-Dollar, die also die Gladstone hier vornehmen musste. Und das ist ausschließlich auf Büroimmobilien zurückzuführen, also ein Indikator, ein Risikohinweis, dass es bei den Büroflächen doch ziemlich schwierig läuft. Dann also eine Auswirkung in dem nächsten Jahr 2024 um 0,05 US-Dollar pro Aktie und wird also diesen FFO, den ich ja vorher schon beschrieben habe, oben dann reduzieren. Dann drittes Risiko. Vorhandene Kreditlinie wurde zweckentfremdet. Das heißt, hat sich dann in diesem Bericht herausgestellt, dass also ein Hypothekendarlehen von 35,7 Millionen US-Dollar und einem gewichteten Zinssatz von 4,87% zu tilgen verwendet wurde für eben Dividendenausschüttung oder andere Zwecke. Und das könnt ihr auch nochmal hier in diesem Bericht nachlesen, Q2 2023. Aber was führt dazu? Sie müssen natürlich diese Kreditlinie, die dann nicht mehr zur Verfügung steht, nachfinanzieren. Und da hat sich dann in dem Bericht herausgestellt, dass also diese Zinssätze von 4,8 auf 6,8 hier gestiegen sind. Und das wird dann auch wieder die Funds from Operation im nächsten Jahr oder pro Jahr um 700.000 US-Dollar reduzieren. Das ist natürlich schon mal eine große Hausnummer. Könnt ihr auch wieder in der Investorenpräsentation Seite 13 nachlesen. Des Weiteren steht dann kein Fremdkapital. Also dieses Fremdkapital, was ja eigentlich aus der Kreditlinie stammte, steht dann nicht mehr zur Verfügung. Also das Unternehmen hat hier gemeldet, die Kreditlinie 44,1 Millionen, die da zur Verfügung standen. Und es gibt an fälligen Schulden, die dem gegenüberstehen, 28,7 Millionen. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte jetzt. Und daraus folgt aber, dass wieder weiteres Fremdkapital organisiert werden muss und es wird dann natürlich aktuell zu höheren Zinsen, die zuerst geplant waren, dem gegenüberstehen. Also diese Fremdverwendung, diese Zweckverfremdung dieser Kreditlinie hat diese Folgen hier zur Konsequenz. Einfach sehr hohe Schulden, höher als andere REITs und haben deswegen auch nicht so gut performt. Was ist jetzt hier mein Fazit? Wir gehen mal kurz in das Fazit. Also diese Gemengelage aus hohen Schulden, steigenden Zinsen und steigendem Leerstand und sinkendem Cashflow macht es sehr wahrscheinlich, dass es zu einer weiteren Kürzung der Dividende kommt. Und Folgen. Also es gab ja schon eine Dividendenkürzung im Januar um 20%. Der Aktienkurs, den schauen wir uns jetzt gleich nochmal an, hat auch seit 20 bis 30%, je nach Performance in den letzten 6 bis 9 Monaten negativ performt. Und es ist auch tatsächlich so, dass also eine weitere Kürzung der Dividende zu erwarten ist. Und daraus folgt ja auch ein sinkender Aktienkurs, weil eben die Dividendeninvestoren aussteigen werden und andere Investoren als Aktionär, als Investorenbasis mit an Bord kommen. Das kann auch dazu führen, dass es dann zu einem möglichen Short Squeeze kommt, weil die Aktie ist zwischen 3 bis 4% geschortet. Aktuell ist es ein nicht so hoher Wert, da gibt es also tatsächlich andere höhere Werte und kann aber dazu führen, dass eben der Aktienkurs kurzfristig nach oben schießt. Und das ist eben jetzt auch der Punkt, warum ich meine Entscheidung hier getroffen habe.
Warum habe ich jetzt nachgekauft, fragt ihr euch. Also ich habe nochmal Aktien nachgekauft, um meinen Durchschnittskurs zu senken, und das habe ich auch dann geschafft um circa 1, irgendwas Dollar, und ich zeige euch auch, wie viel Dividenden ich jetzt hier bereits eingenommen habe. Ja, meine Einschätzung ist es aktuell, dass die Gladstone Corporation immer noch eine gute Dividende zahlen wird, die nächsten 12 bis 18 Monate. Sie müssen natürlich schaffen, sich wieder so günstig zu refinanzieren, dass der Cashflow dann steigt und auch entsprechender Druck dann auf dieses Fremdkapital herausgenommen wird. Danach sieht es aktuell nicht so aus. Wenn Sie es schaffen, die Mietverträge 2024 und 2025 dann doch weiter zu verlängern, kann es ganz gut aussehen, dass der Cashflow dann langsam wieder nach oben geht. So, ich gehe jetzt mal in mein Depot bei Trade Republic. Also ich habe mich jetzt angemeldet hier bei Trade Republic und bin in meinem Depot, und da seht ihr die Gladstone Commercial im Überblick. Die letzten 5 Jahre ist es ja doch mal eher nach unten gegangen, nämlich seit 2021 haben wir doch einen stärkeren Abwärtstrend von 22 Euro hier auf die 10 im Tiefstand im Mai 2023. Jetzt sind wir wieder ein bisschen nach oben gekommen, und ich habe jetzt also nochmals 60 Einheiten nachgekauft. Das Wichtigste war für mich hier, den Durchschnittskurs zu senken. Das habe ich auch geschafft, nämlich um 1 Euro, circa 1,50 Euro ist das Ganze nach unten gegangen. Also das hier hat schon mal geklappt und war eines meiner Ziele. Und das zeige ich euch nochmal in dem Detail. Blablabla. Nochmal aufgerufen. Also ihr seht, ich habe hier 60 Stück gekauft zu 12,20 Euro von der Gladstone Commercial Corporation. Insgesamt 733 Euro, die ich nochmal dann hier investiert habe, und dadurch konnte ich meinen Durchschnittseinstiegskurs senken um ca. 1,50 Euro pro Anteilsschein. Ich erhoffe mir jetzt natürlich, dass die Dividende noch weiterhin stabil bleibt. Ich glaube, wird sein, dass die Gladstone versucht, die Dividende zu halten. Und jetzt müssen wir schauen, wie die makroökonomische Marktlage sich weiterentwickelt. Wir können also nochmal auf Seeking Alpha gehen. Ich bin jetzt nochmal auf Seeking Alpha hier gegangen, und ihr seht in der Übersicht, es hat sich so ein bisschen aufgehellt, das ganze Bild. Die Bewertungen sind aber durchgehend auf Strong Sell in diesem Jahr und jetzt auf Halten gesprungen. Also da sind auch die Analysten gemischt. Die einen sagen direkt verkaufen, eher kritisch. Die anderen sagen hier, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wieder einzusteigen. Das müssen wir sehen. Es ist vielleicht hoffentlich ein erfahrenes Management, was mit dieser schwierigen neuen Situation gut umgehen wird. Das wissen wir noch nicht genau. Ich hoffe, dass sie entsprechend gute Schritte weiter machen, damit Gladstone wieder in wachstumsstärkeres Fahrwasser kommt. Aktuell ist die Gladstone Commercial Corporation eher ertragsschwach und leidet unter diesem Druck im Markt. Ich zeige euch nochmal meine Dividendenzahlung, die ich jetzt von der Gladstone bekommen habe, seit ich die im Depot habe, von ca. 700 Euro an Dividende. Ich zeige nochmal eine Tabelle, da kann man das pro Jahr sehen. 2020 gab es dann 53 Euro, 2021 gab es 160 Euro, 22 320 schon, und im Jahr aktuell 2023 liegen wir bei 166 Euro. Das wird sich jetzt bei mir natürlich erhöhen, weil ich ja 60 Anteilsscheine dazugenommen habe, und dann gibt es hier hoffentlich eine stabilere, gleichbleibende Dividende. Auf alle Fälle wird sich das bei mir in der nächsten Zeit noch erhöhen. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie seht ihr Gladstone? Seid ihr eher positiv gestimmt, dass der Immobilien-REIT aus seinen doch schwierigen Marktumfeld herauskommen kann? Oder denkt ihr eher, wird es noch schlimmer werden im nächsten Jahr 2024? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, und dann bis bald. Danke euch. Ciao, ciao. Das war's schon in aller Kürze. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Jetzt wisst ihr also, welche Bewertungskennzahlen es schon mal gibt. 2 Stück habt ihr kennengelernt. Auf alle Fälle hilft das ein bisschen weiter,
um eure Investitionsentscheidungen zu treffen. Und vielleicht wollt ihr auch noch wissen, was ist die Quellensteuer? Dann schaut euch dieses Video an. Und wenn ihr wissen wollt, welche Beteiligungsgesellschaften, BDC Companies, ich in meinem Depot habe, dann schaut euch das andere Video an. Bleibt investiert. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.